Und wenn man das jetzt hier halt hochklappt, ihr werdet es im Vorschaubild schon gesehen haben, ist hier halt alles mehr oder weniger verbrannt. Das werden wir wieder verbinden. Genau in dem Teil hier fängt das halt extrem an zu qualmen. Ja, wir bilden uns ja immer weiter fort, ne? Um natürlich qualitativ hochwertigen Content hier zu generieren. Und ich habe es jetzt mehr oder weniger schon angelötet. Wenn du Internet liest, Reparatur des Sitzteils hier, die machen dann wahrscheinlich alles neu bei BMW. Wenn du nach BMW gehst, und ich denke, viele werden da bei mir sein, die sich da mal erkundigt haben, bist du so bei 1500 Euro, teilweise noch mehr. Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video im Autozentrum Duisburg. Heute geht es mal um mein eigenes privates Auto. Ich habe einen Sitzheizungsschaden. Ihr werdet es im Vorschaubild schon gesehen haben. Die Sitzheizung ist, man hat es unschwer oder man kann es unschwer erkennen, durchgebrannt. Ne? Ist schon länger so, und ich habe jetzt mal gesagt, wir reparieren das mal und nehmen uns der Sache mal an, beziehungsweise schauen, ob wir das reparieren können. Wir haben die Ursache beziehungsweise den Fehler auch schon gefunden. Was durchgebrannt ist beziehungsweise was kaputt ist, sieht grauenhaft aus. Komm, wir gehen schon mal Richtung Auto. Fahrzeug unschwer zu erkennen, BMW F11 530 Diesel aus Baujahr 2012. Ich denke mal aber F und F10 und F11 Reihe und auch davor E60 Reihe und E39 haben eigentlich grundlegend Probleme mit Sitzheizungen. Also ich persönlich hatte jetzt mit dem, ich glaube 3 BMWs, wo die kaputt waren. Der Johann hatte jetzt schon mehrere, wo die kaputt waren. Und wenn man so Internet so ein bisschen liest, ich denke mal, die sich das Video anschauen werden, ja, sind halt auch geplagt von diesem Problem. So, das Problem ist, oder das Gute bei diesem Fahrzeug hier ist, bei den F10 und F11 Modellen, ich habe jetzt in dem Fall hier einen Komfortsitz, den ich etwas zerlegt habe. Das Problem befindet sich vorne, deswegen können wir es auch so einfach reparieren, ohne jetzt hier großartig den ganzen Bezug in irgendeiner Form abzunehmen. Es sei dazu gesagt, Sitzheizung, der Teil funktioniert, der Teil funktioniert. Was nicht funktioniert, ist die Sitzfläche. Und der Teil, die sind ja auch beheizt, ne? Da ist ein Kabel dran, kann man hier unschwer erkennen, funktioniert auch nicht, seitdem ich das Auto habe, weil der Johann mir das Auto schon so kaputt verkauft hat. Nein, Spaß, wusste ich an der Stelle natürlich. Und ich habe da selber jetzt so ein bisschen recherchiert. Wenn das jetzt hier aufwendig gewesen wäre, mit Sitz komplett zerlegen, würde ich das auch nicht machen. Ne? Also das ist auch nicht so meine Art, weil man hier jetzt an der Stelle dann viel mit Polsterklammern und so arbeiten muss. Und ich bin halt auch einfach kein Sattler, das muss man halt auch ganz einfach sagen. Ich versuche auch viel zu reparieren. Ich denke mal, ihr werdet das wissen, wenn ihr unseren Kanal abonniert habt. Ne? An der Stelle schon mal Kanal abonnieren gerne für weitere solche tollen Videos. Und was haben wir jetzt an der Stelle gemacht? Wir haben eigentlich nur dieses Kissen bis jetzt hier vorne rausgebaut, was sich hier rein und rausfallen lässt. Die Knieauflage heißt das, glaube ich. Ne? Ist mit 2 Schrauben von unten fest, ganz einfach. Und wir haben mehr oder weniger die obere Plastikabdeckung und die Plastikabdeckung jetzt hier abgemacht. Die liegen da. Die sind halt auch ganz einfach nur gesteckt mit solchen Metallklammern. Ne? Also da gibt es nichts Wildes, oder ist jetzt bis jetzt nichts Wildes dabei gewesen. Der nächste Schritt ist, damit man das Leder hier so ein bisschen hochgeht, oder sollen wir zuerst mal das Problem überhaupt zeigen, was wir festgestellt haben? Ja. So, komm, dafür nehme ich mal die Kamera und versuche euch das mal von hier drin zu filmen, damit ihr euch das vorstellen könnt. Also so sieht die ganze Geschichte jetzt hier am Sitz aus. Wenn man die 2 Verkleidungen los hat hier, ist hier wie gesagt eine drauf und hier oben eine drauf, kann man mehr oder weniger das Polster oder den Lederbezug hochklappen. Wenn man vor die Polsterklammern losmacht. Die Polsterklammern sind solche kleinen süßen Klammern hier mit so einer Öffnung. Dann kann man ganz einfach wegschneiden mit einem Seitenschneider und nachher natürlich befestigen, entweder mit einer Polsterklammerzange, die ich hier schon habe. Ne? Gibt es halt so neue Klammern und so eine tolle Polsterklammerzange. Verlinke ich euch übrigens in der Videobeschreibung eine. Wer es vernünftig machen will, macht es mit einer Polsterklammerzange. Wer sich keine Polsterklammerzange kaufen will, kann auch natürlich Strapse nehmen. So, jetzt kommen wir zu dem Problem. Also das ist der Stecker hier, der vorne zu dem Sitzkissen geht, was ich euch, nicht zu dem Sitzkissen, zu dem Kissen oder zu der Beinauflage oder zu der Knieauflage vorne geht. Und der Teil geht dann weiter jetzt hier in den Sitz rein. Und wenn man das jetzt hier halt hochklappt, ihr werdet es im Vorschaubild schon gesehen haben, ist hier halt alles mehr oder weniger verbrannt. Das Kabel ist komplett durch. Das Gegenstück hängt an der Stelle hier. Zeige es euch mal. So, Fokus, ja, geht so an der Stelle. Ja, das werden wir wieder verbinden. Die andere Seite, das grüne Kabel, habe ich jetzt hier oben so ein bisschen rausgewurschtelt. Wir haben gerade auch schon einmal angeklemmt. Also Kabel jetzt nur so, sage ich mal, zusammengerödelt, verbunden, geguckt, ob es funktioniert. Also Power ist drauf, Sitzheizung geht auch wieder an. Das Problem ist, genau in dem Teil hier fängt das halt extrem an zu qualmen. Also sprich teilweise auch zu glühen. Also wird richtig heiß. Wahrscheinlich wird da drin Übergangswiderstand sein, weil die Kabel an der Stelle geknickt sind. Und ich
denke mal, das Hauptproblem ist halt der Übergang von hier oben nach hier unten und dass das Kabel dann auch hier in diesen Knicken mehrfach geknickt ist. Da ist halt mit den Jahren irgendwann mal das Kabel müde und deswegen passiert die ganze Geschichte. Das Stück werde ich mir hier dran lassen, das mache ich nicht neu, weil die Kabel hier hinten wirklich dann, die für die Sitzheizung dann oder die durch den Sitz gehen, relativ dünn sind. Sieht man, glaube ich, denke ich, ganz gut. Und hier vorne das Stück Kabel werde ich mir nochmal zurechtschneiden. Mit dem braunen Kabel dann verbinden. Ne? Schneiden wir auch ein Stück raus. Das, was hier schwarz ist, schneide ich schön mit raus. Und an der Stelle kann man hier auch sehen, wo schwarz ist. Überwiegend an der Stelle haben wir gerade auch schon getestet, fängt das Kabel richtig an zu glühen. Also werden wir das ganze Stück hier rausschneiden, gegen ein neues Stück Kabel ersetzen und dann schön Schrumpfschlauch drüber machen und dann vorher, bevor wir zusammenbauen, auf jeden Fall wichtig, hat der Johann gerade gesagt, auf jeden Fall nochmal testen, ob nicht irgendwas anfängt zu brennen oder sonst irgendwas. So, der Johann nimmt die Kamera wieder. Dein Kopf sieht voll weiß aus. Ist nicht schlimm. Die schwarzen Klamotten, schwarzes Haar und im Kopf voll weiß. So, sei still. Also, wie gesagt, das soll jetzt hier keinen ermutigen, dass das jetzt hier ein Tutorial ist zum Nachmachen. Wie gesagt, das kann sein, dass das hier auch völlig in die Hose geht, will ich an der Stelle nochmal betonen. Ob das hier heute was gibt und ob die Kabel nachher noch qualmen oder nicht qualmen, weiß ich nicht. Deswegen gibt es an der Stelle jetzt nochmal einen Disclaimer, bevor es dann halt losgeht. So, ich fange jetzt an, hier so ein bisschen den Kram rauszuschneiden, so wie ich das jetzt hier für richtig halte. Ultra dünn, na, noch nicht mal unbedingt dünn, aber ich sage ja, das wird dann halt wahrscheinlich mehrfach geknickt und das ist halt so das Problem, ne? So, jetzt werden wir das ein bisschen abisolieren. Das kann ich euch schon mal zeigen. So, wenn wir das hier auch so ein bisschen rausschneiden, den schwarzen Teil, man kann richtig sehen, wie das Kabel hier halt auch, sieht man das? Ja, ja. Also ich halte das mal hinter meiner Hand, da kann man, glaube ich, den schwarzen Teil wirklich relativ gut sehen. Also das schwarze schneide ich jetzt einfach alles raus. Isoliere das neu ab. Nicht so schnell, ich komme. Ja gut, das kriegt jeder hin. Oder ich meine, die Leute denken, was damit gemeint ist. So, jetzt schauen wir, ob meine Abisolierzange hier funktioniert. Zack. Warum nimmst du nicht ein neues Kabel von uns? Nehme ich doch. Ah, okay. Aber das ist ja hier der Stecker dran, da müssen wir ja ein Stück reinlöten, ne? So, machen wir noch ein bisschen weiter hier. So, ist doch ganz komisches Kabel hier. Keine Ahnung, was die hier für ein Kabel genommen haben. Fühl mal, fühlt sich an wie Haare. Na? Fühlt sich gar nicht an wie Kabel irgendwie. Nun ja, wie gesagt, hatte ich ja gerade schon gesagt, ob das funktioniert, was ich mir jetzt hier zurecht bastel, weiß ich nicht. Machen dann jetzt hier schon mal Schrumpfschläuche drauf, mehrfach, die wir dann so ein bisschen ja, da drüber schieben können, ne? Um das so ein bisschen schick zu machen. Reiß mal den Spiegel nicht ab, Johann. Hä? Das war nur der Reißverschluss. Das war nur der Reißverschluss. Gleich ist der Spiegel ab. Das ist, glaube ich, schon zu dünn hier. Deswegen gehen die Sitzheizungen und andere Sachen auch so gerne kaputt. Hä? Deswegen heißt das ja, bring mich Werkstatt. Ja, bring mich Werkstatt. So, machen wir den Kram jetzt hier auf oder lasse ich es hier liegen. Ja, ich mache jetzt mehrfach Schrumpfschläuche drüber, damit ich mir das gleich schön machen kann, weil wenn du es zusammengelötet hast, dann geht natürlich nichts mehr. Also habe ich jetzt hier zwei und hier machen wir auch noch mal einen. Doppelt hält besser. Doppelt hält besser, wirklich an der Stelle. Wenn es anfängt zu brennen, dann brennen wenigstens erst die Schrumpfschläuche. Ha? So, andere Seite haben wir natürlich jetzt nicht mehr viel Luft. Mal gucken, ob wir das irgendwie zusammengebraten kriegen. Das ist natürlich jetzt so ein bisschen der schwierige Teil, den wir euch natürlich auch nicht so zeigen können, aber ich denke, jeder weiß, was gemeint ist, denke ich mal. Und das jetzt schon abisolieren ist was für ein Arsch jetzt hier. Der ist ja Opel. Nee, das ist Kabel. Das muss ich jetzt ein bisschen vorsichtig aufschneiden hier. So. Das ist eine Seite. Andere Seite müssen wir gleich gucken, ey. Da musst du mir, glaube ich, ein bisschen helfen, das hier so halten, ey. Das werden wir nicht filmen können für euch. So.
So, hier hinten einmal gucken, ob da das Kabel dran ist. Ja, das ist dran. Das schneide ich auch noch ein bisschen weiter auf hier. Das sieht gut aus. So, dann können wir anfangen zu löten. Dann rödel ich das jetzt ganz oldschool zusammen. Ne? Also ich mache das wirklich so, wie ich das mehr oder weniger gelernt habe. Ne? Es mag Leute geben, die natürlich jetzt in die Kommentare schreiben, das kann man so oder so aber nicht machen. Das ist mir bewusst. Es ist zwar mein Auto und ich kann das machen an meinem Auto, wie ich das will. Und wichtig ist für mich immer, wie bei allen Sachen, die ich mache, wichtig ist für mich immer, dass ja, das funktioniert. Ne? Wir werden die Kabel jetzt noch ein bisschen verlängern. Ich habe ein bisschen was rausgeschnitten. Mal gucken, was wir hier rausgeschnitten haben. Das war das schwarze Stück, das ist ein kleines Stück. Und wo ist das grüne Stück? Tun wir erstmal ein Stück verlängern. Ich hole mal eben ein Stück Kabel. So, ich drehe schon mal hier auf Vollgas. Ne? Das ist, weiß ich nicht, ich mache jetzt hier Vollgas. Gucken, was hier geht. Ist mir ehrlich gesagt auch egal. Schauen wir mal. Da muss ja richtig heiß sein. Ich meine 480 geht die. So, ihr seht jetzt, die heizt sich schön auf. Reißen wir jetzt ein Stück Lötdraht hier ab. Lötdraht, heißt das Lötdraht? Ja. Lötzinn, Lötdraht? Keine Ahnung. Kann sich wieder jemand in den Kommentaren dran. Weiß ich nicht, wie man das sagt. So, jetzt hänge ich mir das schön hier ein. Das ist das Geile an der Lötstation, dass ich halt so mir das hier schön reinhängen kann mit diesen Klammern und schön festhalten kann und das gleich schön verlöten kann. Weil halten und löten, ja, das geht halt nicht. So, das mal ein bisschen an die Seite hier. So. Da können wir nämlich schön löten jetzt. Ne? Dann schauen wir mal, ob da jetzt Power drauf ist. Ja, funktioniert. Machen wir mal schön heiß. Guck mal, wie schön das geht. Mhm. So, das erstmal an der Seite legen. Klemmen das hier schön ein. Das ist einmal so ein Bestseller-Produkt hier. Naja, das ist ein Amazon-Bestseller-Produkt. Ne? So, schauen wir mal, ob es immer noch heiß ist. Das sieht doch richtig professionell aus. Ja, findest du? Warte, die andere Seite. Ja, wir bilden uns ja immer weiter fort, ne? Um natürlich qualitativ hochwertigen Content hier zu generieren. Hallo. Mahlzeit. Hier wird gelötet. Hier wird gelötet. Bitte schön. Mutter, räum die Kinder weg. Der Papa lötet. Mhm. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich suche einen preiswerten Gebrauch. So, also, der Jon hat den Kunden jetzt gehabt. Ich habe schon mal ein bisschen weiter gewurstelt. Ne? Letzter Stand war ja, dass wir das Kabel verlängert haben, so ein Stück. Mit diesen Stücken hier schön verschrumpft haben. Und ich habe es jetzt mehr oder weniger schon angelötet. Willst du einmal rankommen oder ranzoomen, Johann? Sollte man, glaube ich, relativ gut sehen können. Ich werde da jetzt noch Schrumpfschläufe mit euch drüber machen und verschrumpfen. Und ja, ich zeige euch noch mal hier die alten Stücke, die halt so schwarz waren. Ja, warte. Ja. Und ich denke mal, da waren halt wirklich die ich sag mal, Widerstände zu groß. Und wir hatten das im Vorfeld schon gesehen, haben wir leider nicht auf Kamera aufgenommen. Wir hätten das vorher auch schon so laufen lassen mit dem Kissen dran, einfach nur zusammengerödelt und da hat auf der einen Seite wirklich angefangen, das Kabel zu glühen. Ne? Deswegen ist es natürlich auch an der Stelle durchgebrannt. Wir haben es jetzt gelötet alles, ihr seht, ich werde das jetzt noch eben verschrumpfen und dann werden wir den Test machen. Ich habe auch ein Thermometer hier, dass man auch nachvollziehen kann für euch da draußen an dem Bildschirm. Ne, ihr könnt es noch nicht fühlen, so wie ich jetzt. So ein Thermometer, ob die Sitzheizung funktioniert. Ja, ich würde sagen, der Johann zoomt ein bisschen ran. Ich verschrumpfe das jetzt hier noch eben. Die Lötstellen habt ihr gesehen. Ziehe jetzt einfach die Schrumpfschläuche schön hier drüber und dann werden wir das schön verschrumpfen. Sieht man das, Johann? Ja. Wunderbar. So, den noch. Aufpassen, dass er dabei euer Leder nicht abfackelt. Es hat schon gequalmt, habt ihr gesehen? Hat schon ein bisschen gequalmt, das Leder. Also Leder scheint demnach auch schnell zu brennen. Lassen wir einen Moment abkühlen. So, um das jetzt zu testen, damit der Stromkreislauf natürlich geschlossen ist, müssen wir das Kissen nehmen. Kann ich mir mitnehmen zu Hause zum Schlafen heute. Hä? Und einmal anstecken. Zack. So, Temperatur jetzt. Was haben wir? Zeigt das Ding was an hier. Ja, haben wir so 25, 26 Grad. Ich starte das Auto jetzt einmal. Moment. Mach die Sitzheizung einmal an. So, und dann warten wir mal einen Moment, was passiert. Das wird jetzt einen Moment dauern. Obwohl es ist ja in dem eine Schnellsitzheizung, die richtig warm wird. Da beschweren sich ja auch viele, ne? Bei den Sitzen, dass die eigentlich zu heiß werden irgendwie. Ne? Habe ich so den Eindruck, was ich im Internet gelesen habe, und habe ich teilweise auch den Eindruck, also dass die Dinger in dieser Schnellaufheizphase wirklich ganz schnell heiß werden. Was hatten wir gerade an Temperatur, Johann? 20. Sind jetzt schon bei 27.
Sag mal, wie ich halten soll, so gut? Ja, so 28, 29, was haben wir oben im Vergleich dazu? Haben wir schon 30 Grad hier im Rückenteil. Ich gehe nochmal unten drauf. Ich fühle mal. Ja, es wird aber warm. Dauert einen Moment, wir warten noch mal einen Moment, würde ich sagen, damit ich euch das zeigen kann. Da kann ich jetzt wieder, ne, ihr könnt es mal nach draußen filmen, das schöne Wetter kommt wieder, ne, wir haben März. Und ich, Vollidiot, bin das ganze Winter ohne Sitzheizung gefahren. Ja, hätte ich mich mal drum bemüht, aber wir hatten halt bei uns das immer. Ich nehme so euch da jetzt halt da draußen gerne mit, um sowas mal zu zeigen, weil, ne, Spareffekt hier ganz krass an der Stelle wieder. Wenn du Internet liest, Reparatur des Sitzteils hier, die machen dann wahrscheinlich alles neu bei BMW. Wenn du nach BMW gehst, und ich denke, viele werden da bei mir sein, die sich da mal erkundigt haben, bist du so bei 1.500 €, teilweise noch mehr, wenn das BMW macht und den Sitz komplett absattelt und dann eine neue Matte reinmacht. So, jetzt merke ich auch schon mit der Hand, es ist warm. Jetzt sind wir bei 35 Grad. Ja, das sind schon 10 Grad wärmer. Ja, also ich denke mal, da sollte jeder von euch jetzt sehen, dass die Sitzheizung funktioniert. So, Zündung aus. Jetzt fühle ich selber noch mal an den Kabeln hier. Die sind ja vorher an den Stellen hier richtig warm geworden. Ja, die werden auch nicht mehr warm. Also denke ich, haben wir das gut instand gesetzt. Ich werde das jetzt noch ordentlich drunter fummeln wieder, zusammenbauen. Ne? Da sind die 2 Schrauben von dem Sitzkissen, die 2 Verkleidungen da rein. Das ordentlich verlegen, ein bisschen Gewebe. Wie heißt das? Gewebeisolierband vernünftig drum machen, das vernünftig verlegen. Also ich habe noch was Wichtiges vergessen, das schneide ich jetzt hier nochmal rein, das haben wir nach dem Video aufgenommen, schneide ich jetzt mit ins Video rein, das seht ihr jetzt. Zum Thema Polsterklammerzange, ne? Wie die funktioniert und wieso die ja, so wichtig ist, wenn man es jetzt nicht unbedingt mit Strapsen machen will, wenn man es richtig machen will, so wie ich. Haben wir hier eine spezielle Polsterklammerzange, dass man sich die Klammern mehr oder weniger reinpacken kann, dass die nicht rausfällt, ist da mehr oder weniger Spannung drauf. So viel zum Thema Polsterklammer. Die Polsterklammer solltet ihr sehen können und ich zeige euch jetzt nochmal, wie easy das ist, das mit so einer Zange dann vernünftig zu befestigen. Ja. Da haben wir so ein Loch, ne? Ja. Da gehen wir mehr oder weniger jetzt mit der Klammer rein darüber, über diese schwarzen Bügel hier und mehr oder weniger hier unten rein. Zack. So, ich zeige es euch nochmal, wie das aussehen muss. Und jetzt drückt man quasi einfach nur den ganzen Kram einmal zusammen und das war es gewesen. Und dann hast du mehr oder weniger den ganzen Kram hier wieder vernünftig fest. So, das ist eine Sache, die wollte ich euch nochmal zeigen. Deswegen Polsterklammerzange und diese besagten Klammern, ne, im Set. Wichtig dabei mitzukaufen, wenn man es richtig machen will und nicht mit Strapsen. Mit Strapsen kann ich mir vorstellen, tut man einiges fummeln, das darum zu wursteln. Geht aber mit Sicherheit auch. So. Das war's. Und ich denke, dann habe ich wieder Sitzheizung, weil das Problem ist eigentlich, mir bringt das jetzt gar nichts mehr, weil das Auto ja eigentlich weg soll. Also, irgendjemand, der da draußen jetzt ist, der so ein Auto sucht, BMW F11 530 XD, 256 PS, 258 PS, also schon der Facelift-Motor drin. Ich glaube, so der beste Motor, den du in einem F11 kaufen kannst als 530 Diesel. Auto ist aus 2012, hatte ich am Anfang des Videos schon gesagt. Und das Auto, das Geile daran ist schwarz, also Carbon-schwarz, Metallic von innen schwarz, M-Technik innen außen, also eigentlich alles einmal M, relativ gut ausgestattet. Das Geile ist, Auto hat es etwas über 90.000 Kilometer gelaufen. Falls jemand Interesse hat, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben oder hier anrufen. Auto steht noch nicht online, wird es noch 1, 2 separate Videos geben. Wir werden noch 1, 2 Sachen an dem Auto machen, die noch gemacht werden müssen von meiner Seite aus, bevor ich das Auto abgebe. Aber es ist in absehbarer Zeit abzugeben, von meiner Seite aus. Und ich weiß das, wir haben auf unserem Kanal aufgrund unserer E61 Videos, da kommt demnächst auch wieder was, kann ich schon mal anteasern. Wir haben aktuell wieder einen BMW 535 gekauft, leider mit einer hohen Kilometerlaufleistung zu einem relativ günstigen Kurs. Da werden demnächst Videos kommen und vielleicht finde ich auch mal jemand jetzt nicht für einen E61, sondern für einen 530 Diesel als F11 Modell. Ne? War das richtig? Ja, wie gesagt, Sitzheizung funktioniert wieder. Den ganzen Kram, den wir benutzt haben, da sind wir gar nicht so drauf eingegangen heute. Also es gibt 2 Möglichkeiten, wenn man mobil löten will. Gibt es das hier, habe ich heute mal nicht benutzt, so einen mobilen Lötkolben, den verlinke ich euch unten, wenn ihr das in der Garage machen wollt und keinen Strom habt. Ich habe es jetzt mit meiner Lötstation gemacht, weil die ein bisschen heißer wird. Link unten dazu in der Videobeschreibung. Ich packe euch ein Set Schrumpfschläuche ein und ein Stück Kabel.
habe ich mir mal gekauft hier als Set. Ja, müsst ihr gucken, was ihr habt. Ne? Also da jetzt genau irgendwie ein Stück Kabel oder irgendwie einen bestimmten Querschnitt lege ich jetzt nicht so wirklich Wert drauf. Da wird es den einen oder anderen geben, der wieder meckern tut. Aber hatte ich ja zwischendurch schon gesagt, für mich ist der Weg nicht das sauberste oder beste Arbeiten, sondern dass man einen Lösungsweg findet, der funktioniert und der kostengünstig wie an der Stelle jetzt umzusetzen ist. Und ich denke, da werden viele bei mir sein, weil ich habe jetzt 1.500 € gespart. Sitz funktioniert wieder, Sitzheizung funktioniert wieder und derjenige, der das Auto irgendwann mal kaufen wird, jetzt nach mir, der hat wieder eine funktionierende Sitzheizung, weil der Johann hatte den ja zuerst gekauft, der hat keine Sitzheizung gehabt, ne, das halbe Jahr, was du gefahren hast. Ich bin jetzt ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr damit rumgefahren, auch ohne Sitzheizung, und derjenige, der das Auto jetzt nach uns irgendwann mal besitzen wird, der hat Glück, der hat halt Sitzheizung. So, das soll es, denke ich, zu dem Video und zu dem Teil jetzt gewesen sein. Schaut euch gerne schon die anderen Videos bei uns auf dem Kanal an. Wir haben vorne die Nieren getauscht. Da gibt es ein lustiges Video vom Johann, wo der Johann das Auto noch hatte. Ich habe einen Luftbalg hinten getauscht. Dazu haben wir leider kein Video gedreht. War auch schon Luftbalg kaputt gewesen, anfänglich. Aber wir haben, glaube ich, Luftfilter oder Pollenfilter oder sowas getauscht, Service zurückgestellt. Also schaut da mal, wenn ihr so ein Modell fahren wollt oder vorhabt zu fahren. Bei uns auf dem Kanal gibt es einige Videos und ja, vielleicht hat jemand Spaß an dem Auto. Meldet euch gerne. Das soll es in dem Video gewesen sein. Bis dann. Ciao.